Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hunter Call of the Wild mit mir, Kiwi, in der an der wunderschönen Emeraldküste in Australien. Ich war noch nie im Singleplayer hier jetzt. Ich habe mit Sasa gespielt, aber jetzt muss ich diese ganzen Singleplayer-Herausforderungen erstmal machen. Moment. Ich habe mir gedacht, nachdem New England Laut so gehangen hat, weil es hier gerade nicht besser ist, sehe ich gerade. Hängt genauso. Ach, schade. Auf jeden Fall haben wir zusammen die Karte bereits erkundet und auch ein bisschen gejagt. Man sieht es hier oben. Oder hier unten. Oh lala. Auf jeden Fall dachte ich, ja komm, lass ein paar Wildziegen und so schießen. Ein paar Kängurus vielleicht. Mal schauen. Jetzt muss ich erstmal hier hoch. Das ruckelt ganz schön. So, how are you holding up at the fire lookout tower? Quite the workout, eh? Good on you. You almost made it. Once you're up there, take a moment to breathe and enjoy the view. Ja, mach ich. I'm sowas von enjoying the view. So. The Outback. That's one of the first things they think about overseas when they hear Australia. Ja, stimmt. It's arid and it can be tough out here, especially after the bushfires in the last few years. But it's also a surprisingly rich ecosystem. Home to heaps of unique and sometimes bizarre species. Oh ja. Wenn man an die Echidna und so denkt. Did you spot my station from up there? Then please, come and get settled in. Mit Station meint die Sorry tatsächlich I ihre can't Ranch. be there to greet you in person today. I'm out on a hunt too. Aha. Ah ja. Oh, das ist ja leicht. Ah, hier wird wieder gebollert. Das nervt. Das habe ich ja schon. Nein. Hallo? Geht das jetzt echt nicht wegen dem Ding oder was? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, das ist so gut, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt die ersten Aufgaben erledigen. Ja, auch teilweise Geld und alles. What is there to say about us? Robbo and I, neighbours. Neighbours? How about best mates? Technically, we're also neighbours, Robbo. But yeah, we both grew up here. Our folks owned the two stations. In other words, we became mates because there wasn't anyone else around. So. You even lived in Brisbane for a few years after you tried to get rid of me, but even that wasn't enough. Too right. We tried everything. Long distance friendship, crazy jobs, stupid boyfriends. Angela's girlfriends. As a last resort, we each got married. Nothing worked. What the heck? Except one thing, having a kiddo. That worked wonders. Anyway, let us know when you're over at Soap Station. Okay. Das war seltsam. Alter, ruckelt das. Welcome to my station. It's quiet at the moment, but it can get a little too busy around here sometimes. Auf jeden Fall ist es dreckig hier.
I reckon it's sort of a hangout for our community. We even have board game nights sometimes. Ja, guckt mal, wie süß das hier ist. Anyway, your cabin's ready. I've prepared everything for you. Ist das nicht goldig? Alter. Die haben sich so Mühe gegeben mit dieser Karte. Oh, guck mal, Spielkarten. Und da habe ich wieder niesen müssen. Entschuldigung. Heieiei. Spielkarten. Aha. Das ist so nice, die Karte. Da haben sie sich so viel Mühe mit den Details gegeben. Das ist der Knaller. So, jetzt muss ich mal nach da. Ich kenne das hier alles schon, aber naja, alles gut. Jetzt zeigen sie einem theoretisch ja, wo man bleiben kann und alles. Betritt deine Hütte. Hope you like it. It's a What? bit basic, but it does the Alles job. gut. Feel free to use it during your stay. It's our pleasure, really. Eric and I cool. opened these a couple of years ago to make an extra buck. They've been a lifesaver. Take your time, make yourself at home, grab a cuppa from the bar. We don't make a fuss out here in the sticks. Huh. Ja, es ist jetzt 8 Uhr. Okay. If you're ready, we can get started. Wait, would you mind grabbing something before you head out? It's a book Robbo lent me ages ago. Okay. Ein Buch. A book? Which one? The one on imposter syndrome or the one on kangaroos? The kangaroo one, yeah. I left it in the bar. You can't miss it, mate. Was? Oh mein Gott. Ich dachte, es ist ein Buch. Right, that's the book. Great job, you're the best. I'm flat out right now, so I reckon you'll visit Robbo's shelter before I do. You have no idea how stoked Robbo will be when he gets it. Okay. Your first task has to do with kangaroos. There are areas that are badly overgrazed because of them. There's one east of my station, so why don't you start heading there? We'll bring you up to speed on the way. Lass mal sehen. Ah ja, da vorne. Das ist wirklich, ohne Witz, Sasa und ich, wir waren auf dem Turm und hier rum hat es von Kängurus nur so gewimmelt. Lass mich mal kurz auf die Missionsliste. Begib dich zur überweiteten Fläche. Okay. Was war näher dran? Habe ich jetzt nicht geguckt. Ich bob. Ich muss was trinken. Ah. Since I reckon you're not familiar with roos yet, here's a bit of context. Later, we know you can do your own thing. We have the eastern grey kangaroos around here. You'll find them in the outback, of course, but also in grassy bushlands. They're a very important species in Australia, but they don't have a lot of natural predators. So they can easily be in overabundance and cause overgrazing. They can make life heaps harder for other animals and throw the whole ecosystem out of No. whack. Ich glaube, ich nehme mein Quad. Not to mention the economic impact on our stations. Can't say it's been too brilliant the last couple of years. Guck mal, sieht das nicht cool aus? Also ich finde es super gemacht hier. Ach,
wieder Details und alles. There's just too much zwar nur ein population control to be Wohnwagen in done. dem You Sinne, can't keep up on aber your own. trotzdem finde ich cool. So we often work with the government to hire professional hunters to help us out. Soph is also a hunter herself, and she's the chair of our Hunters Association. Yeah, we organise hunting parties with other hunters when we have the time. Most of the time, you'll have to just hang out at your bar. That's part of the fun. Our community's not too bad here. So. Ach ja, dann werden wir schon auf unsere erste Kängurujagd gehen, oder was? Das ist ja geil. Ich habe sogar direkt hier dann mein erstes mystisches Känguru haben wir geschossen direkt. Ich glaube sogar 3 Stück oder so. Sie sind gar nicht mal so selten wie die mystischen Kängurus. Das ist der Hammer. Verzeihung, aber bist du Känguru? Du bist Wildziege, alles klar. Habe ich nicht drauf geachtet. Robbo, he turned his workstation into a wildlife sanctuary a few years ago. Yeah, we take in wounded animals, nurse them back to health, and, if possible, release them back into the wild. First, try to spot a roo from a distance without spooking them. And you arrange guided visits with schools. That's when Robbo gets to talk the kids' ears off about the wildlife. Your best bet is to climb a fire lookout tower. Another workout for your calves, I'm afraid. I know. That's the best part of the work. And, most of the time, they listen. Okay. Fahren wir mal zu dem Tower. Ach ja, es ruckelt so arg. Das ist doch Mist. Entschuldigung. Gott. Müde. Ah, bleib schon hier. Okay, ich soll jetzt von hier oben was Känguru schießen oder was? Was gar nicht geht? Weil da ein Glas davor ist? Das verstehe ich nicht. Great. How's the view? Take out your binoculars and try to spot a kangaroo from up there, for starters. They usually roam the outback, so you should be able to spot one. If you can't see any close by, you'll have to get out in the bush and track them down. Good. Ain't it beautiful? But before you start, there's a couple of things you need to know about kangaroo shooting. We have strict shooting regulations in Australia. What's legal or not to shoot? What's the right caliber and ammo for each species? Robbo, did you submit the codex entries for our local species? Right. Just finished them last night. Oh. If you want to know more about the roo or any other animal, it's all in there. Oh, give us a call. Either way, we know you'll do your due diligence before you plan your next hunt. Oh. The roo's mostly what we're known for overseas. That and deadly spiders. And fair enough, it's a very important cultural icon for us. But it's also a fascinating creature. Can be both aggro or skittish. As a marsupial, it displays unique behaviors and movement patterns that you won't find in any other species.
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich Just habe one noch gerade example. Tschüss sagen müssen zu meiner Don't Mutter. try disturbing kangaroos at close range. Nein! Well, no, Bin in no, you're Aufnahme. here. Was hat er jetzt gesagt, der Typ? Oh, jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Ja, jetzt habe ich einen Känguru erschossen mit It's einem... time to introduce you to one of your main tasks here. Invasive species and pest culling. kommen We die have Ziegen heaps wetten. of them in Australia. Some are native, quite a few were introduced. They come in all shapes and sizes. I'll show you my tea fields. You'll see the mess pests can do and why they're a major problem to both the ecosystem and the economy. Die Teefelder sind doch I'll auf der tag the anderen location on your Seite. hunter mate. Can't wait to see you in action. Talk later. The heck? Sind die nicht noch auf der anderen Seite vom Fluss, die Teefelder? Ah ja, dort oben. WTF, das sind die Oh, ganzen, and as agreed, to help you wie in heißen your sie? task, Rothirsche our und so. Hunters Association is happy to offer you a varmint rifle. You can just go collect it yourself. I've left it at an outpost close to where you're going. Okay. Ja, das Gewehr, was sie gerade erwähnt hat, ist nicht gut. Das ist ein Vorderlader. Voll doof. Naja, dann beende ich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.